5 Minuten Tipps mit Stampin' Up Produkten. Heute die Strukturpaste. Letztens habe ich schon eine Karte gezeigt, farbig gestaltet mit Strukturpaste, und heute erzähle ich dir, was mir bei Strukturpaste so als Wichtigstes einfällt und meine Tipps und Tricks, die ich dir weitergeben wollte. Strukturpaste kommt in solchen Näpfen. Es gibt bei Stampin' Up einmal matt und einmal mit Seidenglanz. Ich habe hier Seidenglanz, noch so einen kleinen Rest. Du siehst schon, es ist in einer Tüte und normalerweise habe ich es in noch einer Tüte luftdicht verschlossen, wenn es einmal geöffnet ist. Also hier innen diese Versiegelungsschicht abgemacht wurde, hier das Metall, die Folie. Dann sollte man es gut wieder verschließen und auch bald verbrauchen. Am besten, du lädst dir Freunde ein, das macht sich am besten. So habe ich das hier auch gemacht. Ja, und dann machen wir das mal ganz einfach. Wir nehmen die Strukturpaste. Ich zeige mal hier einmal kurz hoch. Das ist mit weiß gestaltet und das zeige ich heute. Du brauchst einfach etwas, womit du die Struktur aufträgst, also ein Muster, eine Schablone, ein Stanzteil, was auch immer. Und dann kannst du es hier ganz einfach so ein bisschen aus der Dose rausholen. Du siehst, es ist relativ cremig und auch nicht sehr hart und auch nicht sehr schwer. Ich habe das jetzt letztens nochmal mit anderen besprochen und wir haben uns darüber ausgetauscht. Also die hat eine echt weiche, leichte Konsistenz. Du könntest das Papier fest fixieren, die Schablone fixieren, aber ich mache jetzt mal ganz einfach. Ich trage das hier nur so ein bisschen elementmäßig auf, gar nicht komplett. Mal da und dort ein bisschen. Du siehst, meine Unterlage ist eine Prospekthülle. Rein habe ich ein Papier gelegt. Und jetzt verteile ich das hier einfach so als Hintergrund in weiß. Mal so ein bisschen wie so ein halbes altes Ornament, sage ich mal. Und dann gar nicht lange warten, die Schablone abnehmen. Was habe ich noch ganz wichtig hier im Hintergrund stehen? Schau, hier ist einfach die Struktur aufgetragen, die wird jetzt getrocknet und ganz wichtig, der Eimer mit Wassermittel drin. Einen Lappen dazu, vielleicht auch gleich noch einen Lappen für die Finger, um das Ganze trocken zu machen. Funktioniert super. Dann lege ich das mal beiseite und mache gleich noch ein zweites, bevor ich wieder meine Dose verschließe. Lege das hier mal in Lodengrün auf, nehme noch mal so ein bisschen und nehme auch die nächste Schablone. Auch hier zeige ich dir einfach so das Auftragen. Das habe ich übrigens noch nicht probiert mit farbig, also auf farbigem Karton. Entweder die komplette Fläche oder nur so ein Element. Auch hier nehme ich mal nur so ein Element. Du siehst, ich verstreiche das gut, dass dann am Ende keine Huckel entstehen. Und auch hier wieder alles schön abstreichen. Und da ich jetzt nichts mehr mit Strukturpaste mache, kommt der Napf zu. Das gerät hier sofort in Eimer. Wenn ich die Kamera ausmache, wird da geschrubbelt wie verrückt. Kann ich dir auch nur empfehlen. Weil du möchtest ja die Schablonen wieder verwenden, die Halterung. Und du siehst, du kannst es auch auf farbigem Karton machen. Sieht total witzig aus. Gerade hier dieses Schimmernde. Selbst die Unterlage haue ich jetzt auch in meinen Eimer rein. Und schrubbel ich gleich sauber. Die kann ich am leichtesten verschmerzen. Die Schablonen natürlich ungern. Kann man gut weiterverwenden, aber wie gesagt, putzen ist das A und O. Ja, so einfach geht das. Das wird sofort wieder verpackt. Und bevor ich hier gleich die Kamera wieder ausmache, zeige ich dir noch, was da alles mitgeht und was ich sicher in den nächsten Tagen noch zeige. Hier einfach einen Kreis habe ich ausgestanzt und dann aufgelegt und mit der Strukturpaste drüber, und den kann ich jetzt weiterverwenden, gut als Hintergrund. Kleine Elemente, so wie eben, und dann ringsrum ein bisschen mit den Blending-Pinseln koloriert. Hier ein Papier. Schablonen gibt es übrigens aktuell eine Packung. Es gab auch vorher schon mal Mauerschablonen. Also jeder Katalog hat mindestens einmal Schablonen dabei, die du für verschiedene Techniken verwenden kannst und eben auch für die Paste. Hier siehst du für 2 Karten schon mal vorbereitet. Hier habe ich mir die Sonnenblume, kennst ja schon, mein Lieblingsmotiv, ausgestanzt und dann weiterverarbeitet. Das wird noch eine zweite Karte. Da werde ich dann wahrscheinlich hier mit Hintergrund arbeiten, unterschiedlich, und die Schichten aufeinander legen und einen Spruch drauf und fertig ist das. Mein Abfallprodukt, das gab es im letzten Video auch schon von meiner bunten Karte. Ja, ich sag mal so, da geht viel. Wo habe ich meine Musterkarten, weiß ich schon gar nicht mehr. Hier, das trocknet. In 10 Minuten spätestens ist das gut trocken und du kannst es weiterverwenden. Ja, das waren meine Tipps. Hier sind die Musterkarten. Waren schon wieder weg, ne? Hier, das ist meine Ablage.
5 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, dir haben meine Tipps gefallen, was gebracht. Dann ran an die Strukturpaste. Und ich freue mich auf dich in meinem nächsten Video. Hier geht es weiter mit ganz vielen Anleitungen und Ideen. Bis dahin.